Prayer. Unser Thema jetzt ist Logistik, Light Industrial, Industrie. Was sind die Standortkriterien und was erwartet uns beim Thema Nearshoring? Ich freue mich sehr, heute 3 Gäste zu haben, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigen und würde auch gerne, dass ihr euch kurz vorstellt und sagt, was ihr von der Diskussion erwartet, was für euch an diesem Thema so wichtig ist. Kilian, magst du starten? Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Mein Name ist Kilian Mahler. Ich beschäftige mich seit gut 20 Jahren mit dem Thema Logistikimmobilien und Light Industrial. Ich habe ursprünglich mal eine Dissertation über Investitionen in Logistikimmobilien geschrieben, von 2003 bis 2006. Habe dann zusammen auch mit Gabe mal 2012 einen gemeinsamen Fonds aufgelegt, den wir 2020 liquidiert haben, und habe dann bei Patrizia Triuva verschiedene Fonds aufgelegt. Und jetzt bin ich bei DLE seit 2021 und da haben wir auch einen Fonds aufgelegt, der in Logistik, Light Industrial investiert. Ja, so viel vielleicht kurz zu mir. Wunderbar, vielen Dank. Und du kannst das Mikro, wenn du redest, auch noch näher an den Mund halten. Gabriel, dann gebe ich dann dich an unseren Gastgeber heute. Gerne. Gabriel Kosinski, Gründer und CEO der Prayer Group. Wieso ist mir heute das Thema so wichtig? Weil wir ja aktuell live sehen, wie unsere Globalisierung, die wir über die Jahrzehnte aufgebaut haben, in eine Kehrwende bekommt und wir sozusagen in eine Deglobalisierung wachsen und das Thema Nearshoring immer wichtiger wird. Aber gleichzeitig sehen wir ja in Deutschland die Gefahr der Energiepolitik. Wir haben sozusagen eine teure Energiepolitik und die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Nearshoring und der Energiepolitik tatsächlich um und ob das sozusagen eigentlich die richtige Wette ist, auf die wir eingehen, und wie entwickeln sich dadurch Logistik und Industrieimmobilien. Vielen Dank, Gabriel. Und Tobias, last not least, wenn du dich kurz vorstellst und sagst, was dir an diesem Thema wichtig ist. Ja, das mache ich gerne. Mein Name ist Tobias Kastner. Ich bin bei Gabe Industrial Leiter Research und Mitglied der Geschäftsleitung. Mich beschäftigt Logistik und Industrie nicht ganz so lange wie bei Kilian, aber ähnlich lange. Ich habe sehr viele Research-Produkte in diesem Bereich aufgebaut, weil ich das Interessante, das Potenzial bei Industrie und Logistik schon lange auch als Investmentprodukt erkannt habe. Und deswegen freut es mich, dass es so in den letzten Jahren so als akzeptierte, anerkannte und nachgefragte Assetklasse sich entwickelt hat. Auch das Thema und Nearshoring hat mich als Research-Thema in den letzten Jahren begleitet. Es kommt sehr viel auf uns zu, die Karten werden neu gemischt und da werden wir heute sicherlich spannend darüber diskutieren, wo und welche Potenziale wie abfallen. Vielen Dank, Tobias. Ich starte auch gleich bei dir. Mich interessiert Nearshoring ein bisschen genauer. Also was sind die Gründe konkret, warum wir das jetzt als großes neues Ding im Bereich Logistik und Industrie für uns entdecken? Wenn du darauf mal kurz eingehen könntest. Wir haben vor ein paar Jahren während der Pandemie erkannt, was passiert, wenn die Globalisierung, die ja wunderbar wie so ein Uhrwerk viele Jahre funktioniert hat, mal ins Stottern kommt. Dann stehen die Produktionsbänder hier auch still, Supply Chain Disruption etc. Das betrifft auch den Handel. Man hat auf einmal gesehen, wenn mal etwas nicht läuft, sind die Paletten leer, egal welche Güter es geht. Das heißt, das vollständige Aufteilen und Auseinandernehmen der Produktion und Lieferketten hat auch seine Risiken. Gleichzeitig gibt es geopolitische Veränderungen, die wir auch berücksichtigen müssen. Während jetzt jahrzehntelang eigentlich die Cost-Cutter bei den Unternehmen am Ruder waren, sind jetzt die Strategen eher am Ruder und die überlegen sich genau, wie geht es weiter, wie müssen wir uns weltweit in der Produktion und Logistik aufstellen, damit nicht wieder die Bänder stillstehen oder die Lager oder auch die Geschäfte hier in Deutschland oder anderswo leer stehen. Und das ist genau der Punkt, Kilian, bei der DLE, da investiert ihr in das Thema. Wie reagiert ihr? Reagiert ihr kurzfristig oder habt ihr das schon kommen sehen seit Corona und habt ihr jetzt eine Strategie dafür aufgesetzt? Ja, wir sind insbesondere im Bereich Sale and Leaseback aktiv. Wir sprechen mit vielen mittelständischen Unternehmen, die letztendlich auch Finanzierungsthemen haben, die sie handeln müssen. Die haben nicht das Problem wie wir bei der Immobilienfinanzierung, dass wir 4 bis 5% Zins zahlen müssen, sondern bei denen sind es eher 7%, 8% Unternehmensfinanzierungskosten, sodass viele Unternehmen darüber nachdenken, Sale and Leaseback Transaktionen zu machen. Und das sind Themen, die wir uns im Moment anschauen. Und da gibt es extrem interessante Investitionsopportunitäten. Da sind nicht immer die Standortkriterien, die für Logistik relevant sind, sondern wir sind aktiv in Süddeutschland, in Westdeutschland, wo auch viele mittelständische Unternehmen ansässig sind. Und das sind letztendlich auch Möglichkeiten, auf der einen Seite interessante Investitionsopportunitäten zu schaffen, aber auf der anderen Seite auch mittelständischen Unternehmen zu helfen. Gabriel, das ist ja genau der Punkt, wo du mit deinen Faktoren, mit der künstlichen Intelligenz, mit deinen Standortsuchen, mit den Standortpunkten, die du alle zusammenträgst, reinkommst. Wie identifizierst du mögliche Standorte? Also einerseits schauen wir uns
die Zahlen an im Bereich des Wirtschaftswachstums, also wo siedeln sich denn quasi auch neue Unternehmen an, also wo wachsen Städte, wo werden neue Logistikstandorte gebraucht. Wir unterscheiden es ja auch etwas in unterschiedlichen Produktkategorien. Hier sprechen wir hier über klassische Logistikprodukte und klassische Industrieprojekte. Für uns gibt es aber auch die innerstädtischen Produkte wie Self-Storages etc. Das sind ja alles Produkte, die in diesen Bereich ja mit reingehen. Und je nachdem, was so ein Standort, nach welchen Produktkategorien wir Ausschau halten, haben wir unterschiedliche Merkmale. Zum Beispiel gehen wir sehr stark in den Bereich Self-Storage in den Innenstädten. Wenn wir sehen, dass so solche Projekte größtenteils, also wenn viele Wohnquartiere entstehen, ist es ein Indikator, dass Self-Storages gut funktionieren an den Standorten. Und viele Wohnquartiere, vor allem da, wo die Berliner Wohnungsbaugesellschaften bauen, werden oftmals ohne Keller, ohne Lagerflächen gebaut, weil es einfach günstiger ist, schneller ist. Und das sind dann die Indikatoren, die dann interessant sind für Mieter wie MySpace und Co. Ganz interessanter Punkt. Ich würde jetzt noch mal etwas größer gehen, nicht nur Self-Storage, sondern die Industrien, die in Frage kommen und da auch mal ein bisschen kratzen und vielleicht auch mal wehtun. Es gibt ja Industrien, die jetzt seit der neuen, sagen wir, Verteidigungs- und Sicherheitsdebatte in Europa wieder sehr, sehr viel deutlicher auf den Markt gekommen sind. Und gleichzeitig sehen wir da einen Zwiekampf zum Thema ESG und Governance und Compliance. Ja. Gabriel, wie siehst du beim Thema Nearshoring die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie? Die Rüstungsindustrie sozusagen, ja. Also es ist ein großes Thema, den Bereich ESG. Also die Frage ist wirklich, kann ich mir so ein Unternehmen ins Portfolio nehmen? Ist das ein Unternehmen, was sozusagen auch meine Werte widerspiegelt? Also sprich insbesondere die Produktion von Waffen oder die Produktion von Ersatzteilen für Waffen etc. Das ist ein Thema, was essentiell ist. Ich glaube, dass dieser Markt wachsen wird definitiv in Europa. Der wird in den nächsten Jahren auch boomen, den sehen wir auch jetzt, die hohen Wachstumskurven. Ich glaube auch, dass dieses Produkt eher in den Bereich Family Offices gehen wird und weniger zu Fonds, die eher in der Öffentlichkeit stehen. Ich gebe das mal weiter an Tobias. Wie seht ihr das mit der Sicherheits- und Rüstungsindustrie? Also vom Bedarf her würde ich sofort zustimmen. Wir haben bis... Du kannst gerne etwas lauter sprechen. Noch lauter, okay. Also vom Bedarf stimme ich zu. Wir haben bis zum Year to Date, also bis jetzt, ich glaube, Rüstungsexporte genehmigt, die, wenn ich richtig informiert bin, so hoch sind wie nie zuvor. Und das Jahr ist noch nicht mal zu Ende. Das heißt, der Bedarf ist da. Wir sehen die geopolitischen Unsicherheiten. Ich stimme auch zu, das wird jetzt nicht zwangsläufig ein fondskompatibler Mieter sein. Aber auf jeden Fall wird das ein wachsender Wirtschaftszweig sein. Allerdings ist das kein Re- oder Nearshoring, weil die Rüstungsindustrie, die ist ja immer schon hier ansässig gewesen. Die wird auch nicht zurückgeholt, sondern sie wird eher expandieren. Man sieht das ja schon in Kooperationen, die jetzt in anderen Ländern zustande kommen. Wenn wir zu richtigem Re- oder Nearshoring zu sprechen kommen, dann sind das eher Wirtschaftszweige, die uns gerade Sorgen gemacht haben. Und da gibt es, und das ist ganz interessant. Welche konkret? Genau, wir haben davon zum Beispiel über die Grundstoff- oder Pharmaindustrie während der Pandemie gesprochen, dass wir nicht in der Lage waren, uns mit genügend Fiebersäften für Kinder zu versorgen. Das ist zum Beispiel in anderen Ländern Europas, in Niederlanden, überhaupt kein Problem. Das ist also hausgemacht, aber es gab auch viele bestimmte Flaschen für Medikamente zum Beispiel, die gab es während der Pandemie hier nicht. Die mussten bestimmte Vorgaben entsprechen. Wir müssen wieder in der Lage sein, wenn es mal nicht so rund läuft, das auch selber produzieren zu können. Das ist, wie gesagt, diese strategische Vorsorge. Das wird auch zurückkommen. Jetzt sind wir in der Phase, ganz gleich, dass wir ja über Energiepreise sprechen und da sind dann wieder auf einmal ganz andere Vorzeichen. Da wird gerade wieder diskutiert über das Thema Deglobalisierung oder Deindustrialisierung. Ich bin immer vorsichtig mit den Worten. Ich würde eine Reglobalisierung eher ansprechen. Reglobalisierung? Ja, dass sich internationale Handelsströme und auch Produktionsmuster anpassen, dass zum Beispiel nicht diese starke Abhängigkeit von China, das ist ja auch in der Strategie, De-Risking-Strategie von der Bundesregierung oder der EU, oder dass wir gerade auch ganz brandneu darüber nachdenken, welche zukünftigen Wirtschaftszweige wollen wir denn strategisch in der EU behalten. Das wird auch gerade ganz intensiv diskutiert und da gehört auch die Pharma- und Biotechnologie mit dazu.
Ein Satz noch, warum sind Unternehmen überhaupt ausgewandert? Also sind überhaupt Kandidaten für ein Reshoring oder Nearshoring? Das sind ja einige wenige Standortbedingungen. Das ist Arbeitskraft, Regulatorik, verfügbare Flächen, Energiepreise oder auch Arbeitskosten. Man muss jetzt, wenn sie zurückkommt, sagen, wo kommen sie denn zurück? Da, wo dieser strategische Fit noch da ist. Und wir haben bei allem eigentlich in Deutschland einen Mangel an Arbeitskräften, an freien Flächen. Energie ist auch nicht überall verfügbar oder wir können sie nicht einspeisen. Deswegen halten wir es durchaus für sinnvoll, dass Europa insgesamt profitiert, allerdings eher in Ost- oder Südeuropa, weil da diese Faktoren noch gegeben sind. Ich gebe das mal ganz kurz an Kilian weiter, weil mich die Auslastung interessiert. Also wenn ihr Sale and Leaseback-Modelle macht und das, was ihr bei euch im Portfolio habt, wie sieht denn eigentlich im Moment der Trend aus bei Light Industrial und Logistik? Ja, also wir sehen, dass viele Unternehmen auch eine Kombination anstreben, weil deren Auftraggeber letztendlich von ihren Zulieferern verlangen, auch in Deutschland oder in Europa eine Produktion zu haben, weil sie Sicherheit haben wollen, dass die Produkte geliefert werden können. Auf der anderen Seite sehen natürlich die Unternehmen auch die Vorteile, im Ausland zu produzieren. Niedrigere Lohnkosten, niedrigere Energiekosten, sodass viele versuchen, zweigleisig zu fahren, einen Produktionsstandort in Deutschland zu haben, aber parallel auch im Ausland zu produzieren, um letztendlich wettbewerbsfähig produzieren zu können. Wettbewerbsfähigkeit ist ein Stichwort für mich, die hohen Preise bei den Mieten in dem Bereich. Ich habe gerade eine Nachricht heute gelesen, dass die Spitzenmieten für Logistikimmobilien im 3. Quartal noch stärker gestiegen sind. Also, du schüttelst mit dem Kopf, ja? Also die steigen schon noch. Die größte Steigerung haben wir im zweiten Halbjahr letzten Jahres gesehen und dann ist sie etwas geschwächt weiter gewachsen im ersten Halbjahr diesen Jahres. Sie wird noch weiter steigen, so wir schätzen so 15%. Das Problem ist, die Mieter, gerade im Logistikbereich, die ächzen ja manchmal schon. Die müssen diese Mieten auch vertragen können. Auf der anderen Seite haben wir Grundstückskosten, wir haben hohe Finanzierungskosten, wir haben hohe Baukosten. Alles groovt sich gerade wieder so ein bisschen neu ein, reduziert sich, aber das heißt ja nicht, dass es dann alles wieder günstig ist zu bauen, sondern wir müssen teilweise auch höhere Mieten als die Spitzenmieten noch aufrufen, weil wir zum Beispiel Wärmepumpen verbauen oder bestimmte andere Nachhaltigkeitsaspekte mit berücksichtigen. Also wir gehen auch davon aus, dass es noch weiter anhält, weil der Druck da ist. Dass sie jetzt nochmal gestiegen sind, da wäre ich vorsichtig. Bei manchen Mietern da knarzt das schon ganz schön. Da muss man gucken, wie hoch ist die Mietkostenbelastung für den jeweiligen Mieter. Da gibt es einige, die haben eher 20%, da ist es dann schwierig. Und bei einigen, die 5% ist, denen ist das fast egal. Gabriel? Ich glaube gar nicht, dass die Mieten am Ende des Tages der Indikator sein werden, der den Markt oder die Kehrwende in diesem Markt gibt, sondern eher der Wettbewerb, den man eher betrachtet, ist aktuell der Wettbewerb zwischen den Kommunen. Wo kann ich denn überhaupt noch Logistik ansiedeln? Stichwort Arbeitskraftmobilisierung. Wieso wird eine Chipfabrik in Magdeburg gebaut? Weil einerseits dort noch verfügbare Arbeitskraft besteht. Und wir kriegen diese Arbeitskraft in der Größenordnung auch noch irgendwo unter, in einer funktionierenden Infrastruktur. Also so eine Chipfabrik in Berlin zu bauen oder bei Berlin zu bauen, dafür müssen wir erstmal die Wohnung bekommen. Und die Wohnung muss auch bezahlbar sein für die Lohnkosten, die man in so einer Fabrik hat. Ich glaube, dass eher die Thematik ein essentieller Punkt sein wird, wo man überhaupt Industrie noch ansiedeln kann und wo gibt es noch Wohnraum. Also Infrastrukturthemen. Kilian, aber da kommt ihr ja mit eurem Modell, dass ihr Bestände kauft und Sale and Leaseback Modelle anbietet oder auch einfach nur normale Lease-Modelle, kommt ihr dem ja entgegen, weil ihr geringere Mieten ansetzen könnt als im Neubau. Genau, es gibt letztendlich unterschiedliche Mietniveaus und wir sehen eine extrem starke Nachfrage auch nach Bestandsflächen, die für 3,50 Euro, für 4 Euro angemietet werden. Teilweise sind wir in der Situation... Haben wir da bestimmte Regionen, wo du sagst 3,50 Euro bis 4 Euro? Kann man das sagen, regional aufteilen oder geht es wirklich nur um Infrastruktur und dann spielt es keine Rolle, in welcher Region man ist? Also wir sehen bei vielen Mietinteressenten einfach den Bedarf, Ware abzustellen. Das müssen auch keine beheizten Hallen sein letztendlich, es kann auch ein Kaltlager sein. Und da kommt es dann auch auf den Mietpreis drauf an. Das sind Interessenten, die wollen keine 7, 8 Euro Miete zahlen, sondern die wollen einfach eine günstige Lagerfläche haben, um Rohstoffe zu lagern, um Fertigprodukte zu lagern. Ja, so eine Art Pufferlager. Also sie wollen vermeiden, dass die Produktion stillsteht, dass sie wollen sicherstellen, dass sie die Kunden beliefern können und dafür brauchen sie Pufferlager. Und viele Unternehmen gucken auf den Preis und wollen jetzt nicht die Spitzenmiete zahlen. Also wir sehen eine große Nachfrage. In unserem Portfolio haben wir 100% Vermietungsgrad. 100%? Ja. Wie sieht es bei euch aus? Auch. Auch. Bei den Wettbewerbern auch. Im Allgemeinen ist der Markt, sagt man so, bei 2 bis 3% Leerstand, aber der
hat halt alles im Blick, auch irgendwo ganz periphere oder ganz alte Hallen. Grundsätzlich halte ich viel, wir haben 96% Bestandhallen, also der Rest ist eher nur Neubau. Das heißt, wir haben da wirklich viele, ich sag mal, bestehende Hallen im Blick. Und bei denen liegen wir halt nicht bei 10 Euro oder 15 Euro, wie gerade in München aufgerufen, als Angebot. Mal gucken, ob das wirklich bestätigt wird. Auf jeden Fall, da spielt die Musik und da müssen wir uns drauf fokussieren. Gabriel, wenn du das analysierst mit deinem Team, Risk Assessments machst, in die Zukunft schaust, wohin sich was entwickelt, wie ist deine Tendenz? Wie schätzt du den Markt ein? Also eigentlich ähnlich wie schon der Kollege gesagt hat, es geht darum am Ende des Tages, dass sozusagen wir genauso sehen, dass die Mieten etwas abschwachen. Das heißt, die Mieten werden noch sich entwickeln, aber werden sich nicht mehr so drastisch entwickeln, wie wir es vorher gesehen haben. Wir sehen auch sehr stark, dass in bestimmten Wachstumsregionen der Markt schon gesättigt ist, aus dem Hintergrund, dass Arbeitskraft gar nicht mehr gebunden werden kann. Ich glaube, dass wir nochmal einen Schwung erleben werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren, der die Produktion nochmal stärker automatisiert. Also wir haben ja immer großen Wachstum in den Automatisierungsprozessen von der Industrie und Logistik. Ich glaube, mit der neuen Welt der künstlichen Intelligenz und der Möglichkeiten, die uns heutzutage bieten, werden wir, glaube ich, dort auch nochmal in der Industrie nachbessern können. Und sobald das passiert und wir weniger Humankapital an einem Standort binden werden, wird auch die Wachstumskurve wieder steigen. Ich glaube, da ist dann der Punkt, wo wir sehen werden, dass genau dort dann auch wieder ein Boom im Logistik- und Industriemarkt wieder erleben werden, weil sozusagen einfach wir schneller wachsen können in dem Bereich. Das Gleiche wie zum Beispiel eine Tesla-Fabrik, die sozusagen in dem Bereich, dort wo sie quasi produzieren, die Produktivität dieser Fabrik ist deutlich höher als das Humankapital, was sie dort binden, im Verhältnis zu anderen Fabriken. Aber wenn wir jetzt tatsächlich auf Industrie gehen und nicht auf sozusagen einfach nur Lagerhallen, wo noch was kalt gelagert werden kann, dann sind doch diese Hallen, diese Industriehallen extrem, also dort, wo wirklich produziert wird, extrem brauchen sehr, sehr viel Energie. Wie gehen wir mit dieser Herausforderung angesichts der Energiewende um, der gestiegenen Energiekosten, dieser wabernden Industrieenergie des Gedankens des Staates? Wie macht ihr das in dem Bereich vor dem Hintergrund, dass wir auf der einen Seite mehr hier produzieren wollen, aber die Produktionskosten einfach steigen? Also wir haben in Deutschland, wenn man so Hallen, Industrie, Logistik, ganz egal, ab 5000 Quadratmeter, da macht es so richtig Spaß, wirtschaftlich zu werden. Wenn man die alle mit PV bepflastern würde, dann hätte man ein Hallendachpotenzial von ungefähr 362 Millionen Quadratmetern. Die Aufgabe, die da besteht, ist, die alle mit PV nachzurüsten. So, das ist gar nicht so einfach, nicht alles ist statisch geeignet, manche sind verschattet, also da fällt vieles dann bei weg. Aber da schnell nachzujustieren, und da muss auch der Gesetzgeber ran, die Rahmenbedingungen zu schaffen, das halte ich für viel wichtiger als LNG-Terminals. Also es war wichtig letztes Jahr und im Winter wird das jetzt auch wieder wichtig, dass das funktioniert, aber jetzt schnell dafür zu sorgen, dass das funktioniert. Und wenn man sagt, wir wollen den Green Deal umsetzen, dann würde ich auch sehr intensiv und deutlich stärker noch auf die Wasserstoffindustrie, also auf grünen Wasserstoff setzen. Und wenn man mal überlegt, gerade bei neuen Immobilien, aber auch bei Bestandsimmobilien, wenn ich wirklich alles mit PV bepflaster, was geht, dann habe ich ja auch eine Energieautarkie. Das heißt, ich speichere oder habe mehr Energie, die ich produziere, als die ich einspeichern kann oder die ich als Mieterstrom nutzen kann. Ich kann sie nicht ins Netz einspeisen in vielen Fällen. Ich kann sie auch nicht in Batteriespeichern laden, weil die Technologie ist noch nicht für längere Ladezyklen geeignet. Was kann ich denn damit machen? Ich kann zum Beispiel neben jeder Halle einen Elektrolyseur aufbauen und damit Wasserstoff produzieren. Für die Wasserstoffflotte der Zukunft, also Brennstoffzellenantriebe, für die Wasserstofftankstelle. Ich könnte es auch einspeisen in die nicht mehr benötigten Erdgasleitungen, die Netzwerke. Also vielfältige Möglichkeiten. Ich glaube, das sind die Hebel, mit denen man vieles bewirken kann. Wasserstoff hat nur das Problem, dass es irgendwann mal exponentiell wächst halt in der Lagerung. Du musst lauter sprechen, Gabriel. Ich sage, Wasserstoff hat nur das Problem, dass ab einer bestimmten Megawatt-Menge einfach exponentiell der Raum wächst. Dementsprechend ist auch natürlich im großen Bereich, in 100, 200, 300, 400 Megawatt Bereich, ist halt Wasserstoff nicht so ganz einfach zu lagern.
Ich komme gerade von einem anderen Panel, da ist ein Wasserstoffberater gewesen. Ich habe ja bisher auch immer so gedacht. Der hat mir alle meine Argumente geklaut und sagt, kann man nicht mal anwenden. Es gibt auch seit 2015 von Fraunhofer Institut diese Wasserstoffpaste, die entwickelt worden ist, die sozusagen, wenn man eine Energieeinheit speichert und die dann quasi in Flüssigkeit umwandelt, gibt es die zwei Energieeinheiten wieder raus. Das heißt, die speichert mehr Energie, als sozusagen man die spannend, was die Wissenschaft uns noch alles bringt. Ich glaube ja, meine Damen und Herren, dass es der richtige Mix ist. Wir brauchen sowohl Photovoltaik als auch Solarflächen in der Fläche. Wir brauchen ein bisschen LNG, wir brauchen grünen Wasserstoff. Ich glaube, der richtige Mix wird dazu beitragen. Aber mich würde Kilian interessieren, wenn ihr Sale and Leaseback macht, ja, und da produziert werden soll vor Ort. Wie löst ihr mit euren Mietern, wie löst ihr mit euren Asset Managern, wie löst ihr das Problem der hohen Energiekosten? Ja, also man muss dazu sagen, die Gaspreise sind ja wieder deutlich gefallen. Und ich habe auch einige Mieter im Portfolio, die wirklich hohen Energieverbrauch haben und habe gefragt, gerade zu Zeiten der hohen Gaspreise, wie sie damit umgehen, ob Insolvenzrisiken bestehen. Und mir wurde gesagt, es gibt Förderprogramme, wo Gelder beantragt werden konnten. Und ja, damit sind die Unternehmen gut zurechtgekommen, gerade die mittelständischen, die viel Energie verbrauchen. Und jetzt ist der Gaspreis wieder entsprechend gefallen, ist auf einem Vorkrisenniveau. Der Strompreis ist natürlich nach wie vor höher als Vorkrisenniveau, aber da ist sicher PV ein gutes Mittel der Wahl. Und das Thema Wasserstoff, vielleicht was ich dazu noch sagen kann. Ich habe früher mal in ein Asset investiert, in unterirdische Lagerstätten für Öl und Gas, und wir haben da eine Studie gemacht, um grünen Wasserstoff oder generell Wasserstoff unterirdisch in Kavernen zu lagern, in riesen Hohlräumen, in einem Salzstock. Und da gibt es schon interessante Ansätze, Konzepte für die Energiepolitik. Und wie du richtig sagst, also ich glaube, man muss verschiedene Wege gehen, um den Energiemix zu gestalten. Aber das Feedback, was ich in der Vergangenheit von unseren Mietern bekommen habe, der Energiepreis ist nicht das größte Problem, eher der Fachkräftemangel. Wie geht ihr den an, den Fachkräftemangel? Wenn ihr Produkte analysiert und Standorte analysiert, kann man das überhaupt steuern oder kann man das lenken? Das ist ähnlich wie ein ÖPNV-Anschluss. Den können wir ja nicht, also wir können höchstens mal eine Bushaltestelle versuchen mit der Kommune zu installieren, damit die Halle besser erreichbar ist. Aber ich kann ja keine aktive Arbeitskräftepolitik forcieren oder durchführen. Das ist eher, und das ist ein Trend, den wir seit einigen Jahren erkennen, dass die mietenden Unternehmen darauf reagieren, die sagen, okay, wenn ich jetzt, wir sind hier in München keine Fachkräfte mehr für meine Halle bekomme, dann gehe ich halt in andere Lagen, wo ich die noch bekomme. Magdeburg, Erfurt, Leipzig, da sind noch mehr Potenziale da und zufälligerweise auch Grundstücke, die auch zufälligerweise noch günstiger sind. Also da sehe ich viele Potenziale. Wir müssen ab und an, weil der Mieter ist da total happy mit, zum Beispiel Investoren oder Banken nochmal überzeugen, dass diese Lagen durchaus attraktive Lagen sind, auch nachhaltige Lagen. Aber dieser Trend, eigentlich müsste man wegen der Last Mile ja eher in die Innenstädte gehen, Microhubs bauen. Wir sehen eigentlich eher, dass die Hallen größer werden und weiter außerhalb der Städte gerade gebaut werden. Also so eine konträre Entwicklung. Aber aktiv mitgestalten können wir es nicht. Aber die Mieter suchen sich dann die Nischen da, wo mehr Mitarbeiter dann. Also Neubau von Logistik- und Light Industrial Hallen weiter weg und größer. Wie ist der Trend bei Bestand? Bei Sale and Leaseback? Seid ihr in den Agglomerationen der Metropolen, wo es auch schon eine bestehende Infrastruktur gibt? Wir haben viel darüber diskutiert und viel lamentiert, wie schlecht Deutschland dastehen soll. Eigentlich müssen wir dankbar sein, weil es so viele unterschiedliche Hubs gibt in Deutschland. Du hast es gerade eben erwähnt, Tobias, Erfurt, Leipzig, Magdeburg. Die haben alle eine funktionierende Infrastruktur. Ja? Wie siehst du das? Gehen bei Sale and Leaseback Modellen, gehen eure Kunden sagen, nee, wir wollen weiter raus und größere Flächen? Oder wollen wir nah an die Metropolen? Ja, also bei Sale and Leaseback ist es oft so, dass es auch historisch gewachsene Standorte sind, die da, wo der Unternehmer sitzt, in der Regel auch gewachsen sind, aber in der Regel trotzdem gute Standorte in Süddeutschland, in Westdeutschland, gute Autobahnanbindung haben. Im Großraum Stuttgart sind viele Unternehmen, in NRW, Köln, Düsseldorf, die Regionen sind viele Unternehmen ansässig. Aber oft sind es auch wirklich gute zentrale Standorte, die einfach nicht duplizierbar sind und die auch umgenutzt werden können. Also oft kommt die Frage, ja, was passiert denn mit so einem Betriebsgelände, wenn das Unternehmen mal insolvent wird oder auszieht nach einem langfristigen Mietvertrag. Und oft sind diese Standorte gefragt aufgrund ihrer guten Lage und vergleichbare Standorte kommen oft nicht so einfach dazu. Was tut ihr, wenn ihr ein solches Modell habt und die Fläche zu klein ist?
Sprecht ihr dann mit den Kollegen von Garbe und sagt, Mensch, wir müssen anbauen? Also was wir grundsätzlich gerne machen, ist Liegenschaften auf großen Grundstücken kaufen. Also das ist ja auch die spezielle Expertise der DLE, ist Baurechtschaffung. Und wir versuchen dann immer zusätzliche Baugenehmigungen auf einem Areal zu bekommen, um noch weitere Hallen hinzuzubauen. Also wir haben zum Beispiel in Bad Hersfeld ein sehr großes Areal, über 260.000 Quadratmeter mit 87.000 Quadratmeter Mietfläche. Und da haben wir eine Baugenehmigung jetzt bekommen für weitere 45.000 Quadratmeter, wo wir auf dem vorhandenen Grundstück auch noch was dazu bauen können. Und da wird dann produziert? Nein, das ist hauptsächlich Lagerung. Lagerung. Ja. Und da komme ich zum nächsten Punkt und das ist auch wichtig, wenn ich mit Kommunen spreche, mit Bürgermeistern, dann höre ich immer von denen, ja, wir haben da eine Fläche, Gewerbefläche, da wollen wir was bauen, aber wir brauchen die Arbeitskräfte. Ja, wegen Gewerbesteuer, Umsatzsteuer und so weiter und so fort. Was bietet ihr den Kommunen an, wenn ihr sagt, Mensch, wir wollen da nur eine Lagerfläche machen? Wie kann man da verhandeln? Also wir bauen eher Logistikimmobilien, keine Lagerimmobilien. Also bei uns ist es eine ganz andere Wertschöpfungstiefe, die in diesen Hallen generell entsteht. Und B, wir haben natürlich mit dem Problem zu kämpfen. Es gibt, aber das ist ein wachsender Wirtschaftszweig, die Logistik, und viele Industrien, die lagern ja auch Teile ihrer Wertschöpfungskette bewusst in diese Hallen aus als Dienstleistung oder lassen das von den Dienstleistern machen. Das ist was wir aber jetzt neu überlegen, und das klang eigentlich ein paar Mal schon an heute, dass wir sagen, also wir wollen bis 2050 ja eine Flächenversiegelung von 0 haben. Das heißt, wir können gar nicht mehr immer im Außenbereich bauen. Wir müssen mit den Beständen haushalten und das weiterentwickeln. Wir müssen auch sagen, wir müssen mehr Funktionen auf eine solche Liegenschaft bringen. Wir hatten gerade schon PV, okay, das ist fast schon alter Hut, aber wir sehen ja, es ist noch längst nicht auf allen Hallen drauf. Dann kann man über sogar Windkraft auf Logistik- oder Industrieanlagen nachdenken. Nicht diese großen Rotoranlagen, sondern kleinere, kompaktere Einheiten. Man kann, wie gesagt, dann auch noch über Elektrolyseure oder wir denken gerade ganz viel über Mobilfunk nach. Wir denken gerade über Batteriespeicherung nach. Wir denken über Rechenzentren also kleine mobile Rechenzentren auf Logistikanlagen, also alles das, was Energie benutzt oder braucht, das können wir alles an einem Standort zusammenziehen oder zumindest versuchen, möglichst viele dieser Elemente zu fusionieren. Das ist dann auch gar keine klassische Lagerhalle mehr. Wir haben dann gesagt, naja, es ist so eine Art Infrastruktur-Hub. Und sie bündelt da verschiedene Sachverhalte an einem Standort und ist dann natürlich für eine Kommune, hat einen deutlichen Mehrwert als nur eine reine Logistikimmobilie. Ist das auch ein Thema, das man im Bestand angehen kann? Ja, wir versuchen immer Wertschöpfung im Bestand zu betreiben, also indem wir, wie gesagt, neue Flächen hinzubauen, indem wir Mietverträge optimieren, indem wir auch PV-Anlagen auf den Objekten installieren. Natürlich ist das ein Thema, was für einen Bestandshalter extrem wichtig ist, und im Moment, muss ich sagen, macht auch das Asset Management eigentlich am meisten Spaß, weil man da wirklich Erfolg hat. Du, Gabriel, unterstützt das Asset Management mit euren Datenpunkten, indem du sagst, wo man welchen Bedarf identifizieren kann. Grundsätzlich ja, also wir identifizieren den Bedarf an bestimmten Standorten, den man eventuell nicht sieht. Das ist das Gleiche, wie schon gesagt worden ist, dass in Magdeburg man manchmal ja auch der Bank erklären muss, dass sozusagen halt der Standort doch attraktiver ist, als man den vorher angenommen hat. Und da helfen eventuell alternative Datenpunkte, oder manchmal helfen überhaupt allgemein Daten, weil die Immobilienbranche ist jetzt nicht dafür bekannt, dass man halt sehr viel mit Daten arbeitet und sehr tief in den Research reingeht. Also oftmals ist ja die Branche ja sehr rudimentär unterwegs gewesen in den letzten 10 Jahren. Und ich glaube, heute spielen Daten und die Quantifizierung von bestimmten Lagen in einer bestimmten Tiefe eine wichtigere Rolle als früher. Meine Damen und Herren, wir haben in den vergangenen 2 Tagen einen Satz mehrfach gehört bei den Podiumsdiskussionen, dass ein Schachcomputer, wenn er neben einem Schachspieler sitzt, viele verschiedene Routen berechnen kann, weil er sehr, sehr viele Datenpunkte nimmt. Und er kann dem Schachspieler dann Entscheidungsgrundlagen, Entscheidungsvorlagen geben. Wenn du den Zug machst, dann werden sich diese Züge eröffnen, Zugmöglichkeiten. Wenn du den Zug machst, dann kann das und das geschehen. Und genau das ist das, was KI machen kann. Datenanalyse mit verschiedenen Routen identifizieren, um dann herauszufinden, welche Investition zu welchen Möglichkeiten führt. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Takeaway, und ich glaube, dass das für Logistikimmobilien, für Light Industrial, für Sale-and-Leaseback-Modelle im Bestand und auch für die Neuentwicklung genau das ein wichtiger Ansatz sein wird. Prayer.